Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Es ist wieder Samstag und wie chillige Bauzeit in Momento Minecraft. Hallo, Wut. Na, alles gut bei Hallo, dir? Bubu. Ja, Es soweit okay. noch kein Unwetter in Sicht bei dir? Bei mir Äh, es kann. ist, es ist zwar eine Stufe 4 Unwetter angekündigt, aber sicher ist es nicht, also ich hoffe es nicht. Ja, das ist so im Grunde genommen so wie bei uns. So, heute sind wir beide erstmal alleine. Nachher kommt wahrscheinlich noch der Kai vorbei, aber die anderen haben alle genug zu tun und sagt, es ist Unwetterwarnung überall und falls hier also der Stream ausfallen sollte, ja, meine Tomaten habe ich schon gerettet. Jo, die habe ich Das gerade ist mal reingeräumt. gut. Und es ist den ganzen Tag schon echt obermega heiß und schwül hier. Sehr schön. Nein, deswegen Also geht es gut auf dem Eis hier. draußen ist es zwar kühler, aber ich kann das Fenster nicht aufmachen, da die Schweiz gegen gegen Italien gewonnen hat und draußen ein Gefeier Oh ja, ist und herzlichen ich kann, Glückwunsch. okay, obwohl ich kein Fußballfan bin. Ja, aber trotzdem die unsere Wahlen mal Ja, auszuschalten und denen mal eins reinzuwirken, ist auch mal schön. Na ja, ich werde nachher dasselbe im Theater haben, weil heute Abend spielt nämlich noch Deutschland. gegen wen? Keine Ahnung. Interessiere Okay. mich da überhaupt nicht Okay. für. Es ist wohl ein wichtiges Spiel. Ich glaube, auch bei dem Spiel geht es darum, ob wir dabei bleiben oder nicht. Und ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch wurscht. Wir sind ja hier nicht, um über Fußball zu quatschen, da tun die anderen genug, sondern wir sind ja hier, um zu bauen. Ja, Leider genau. ist der Kenshin heute verhindert. Ich wollte ja mit ihm so ein bisschen Häusertier machen, also werde ich mit weiter an unserem Touch Valhalla bauen und ja, wenn wir dann noch Langeweile haben, gibt es genügend andere Dinge hier zu tun. Das werden wir schon hinkriegen. Weil viel Zeit haben wir ja nicht mehr und naja, ist halt so. Nee, weil wir wollen in die Sommerpause, weil es ist wirklich unerträglich warm abends an dem PC. Hört euch das vielleicht gar nicht so, ja, wenn man das so macht. Was Geräte, also gerade wenn ihr so 2 Monitore habt und noch ein Gerät, also andere haben ja teilweise sogar 3 Monitore, da sitzen mit 2 PCs im Zimmer und all solche Sachen oder sitzen unterm Dach oder weiß ich was, also echt auszuhalten. Das müssen wir uns nicht antun. Und das, was auf jeden Fall dann wieder in den Sommerferien kommen wird, habe ich mir überlegt, ein Frühstück. Ja, das lasse ich mir nicht nehmen, aber dafür mache ich dann samstags frei. Und unter der Woche muss ich mal gucken. Da haben wir einige Projekte, die ja weiterlaufen. Inwieweit die weiterlaufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch dran gewöhnen. Montags gehört mir und samstags gehört. Also jedes Wochenende streamen. Das ist auf Dauer sehr, sehr anstrengend und vor allen Dingen auch nicht beziehungsförderlich. Ja, gut, okay. Wo waren wir eigentlich letztens stehen geblieben? An dieser Wand, ich habe da noch fertig gebaut hier. Ah Also ja, noch wir angepasst. hatten ja diese Wand gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mimis Vorschlag ist wirklich super klasse. Das gefällt mir mega gut. Jetzt ist nur die Frage, wir müssen das ja jetzt auf den anderen Seiten auch noch so. Wird Ich lustig. habe eine Gruppe aufgemacht. Gut, okay. Mö. Hast du dich auch schon dran gewöhnt? Mö. Ja, Gut. Und das vor allen soll, Dingen fliegen wir hier nicht raus, nur weil wir in eine Gruppe gehen. ja. Ich habe letztens, bevor ich offline gegangen bin, diese Wand hier noch gemacht. Nicht, dass Mhm. wir hier wieder sind und dann, ach, okay, was war jetzt das letzte noch? Nee, das ist super. Das ist super klasse. So meine Kaffeetasse. Dann brauchen wir eigentlich jetzt nur spontan die beiden hier. Weil das besteht ja alles nur aus 2 Dingen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Das heißt, ja, ich bin so vergesslich momentan, aber das ist die. Okay, die unterste Reihe. Also jeder nimmt sich eine Reihe vor und dann. Das Einfachste, was geht, ist einfach ein Screenshot zu machen. Da muss man nicht jetzt mal hin und her Ja, fahren fliegen. so kriegen wir schon irgendwie. So.
Und die nächste Reihe ist dann quasi Es wäre der. toll gewesen, das ganze Bild zu fotografieren, nur nicht die Hälfte. Ich glaube, das ist jetzt immer am Wechseln. Ja, gut, das kriegen wir hin, da brauchen wir kein Dingens für. Okay, das abwechselnd. Und, ja. Und ansonsten, wie ist es dir denn so ergangen? Äh, Heu- Was meinst du, mich oder den Chat? ja, dich. Eigentlich gut, außer dass diese unerträgliche drückende Hitze irgendwie. Heute Morgen dachte ich, okay, ich gehe am besten um 8 Uhr schnell einkaufen. Dann habe Mhm. ich gemerkt, dass die anderen Leute genau das gleiche Idee hatten. Mein Ah, Gott, das war zu viele Leute auf einmal. es ist so viel Zeit dahin. So, jetzt. Ja, jetzt habe ich's. Okay. Wie gesagt, also bei uns war das ja auch nicht anders. Also ich mag das nicht. So, der Frühling ist mir eigentlich lieber. Ja, ich bin der Frühlingstyp, auch wenn ich da tierisch unter meinen Allergien leide, aber das ist mir doch wesentlich. Ah, war heute ein bisschen langsam. Mein Kopf, der will heute nicht ganz so gerne hätte. Aber das ist dem Wetter abgeleidigt. Ein Hündchen. Also selbst meine Tiere, meine Katzen hingen draußen heute nur faul rum. Oh, das kriegt ganz chillig. Das tut eigentlich ganz gut. Oh man, nicht mal so Action hat. Die Action haben wir ab Mittwoch dann wieder. Ja, bin schon am Ich freue mich. Umgewöhnen. Also ich beim Singleplayer am Rumprobieren, Ja, da die Texturen noch eine Umgewöhnung ist. ja. Wie gesagt, Rio hat auch schon gesagt, also sie schmeißt wahrscheinlich bei sich das Texture Pack raus. Die mag das überhaupt nicht. Aber Ja, ich habe gesagt, das bleibt irgendwo eben überlassen. Halt. So mit rein und was nicht. Hauptsache, man kann halt die Quests zum Glück haben. sind die Textpacks freiwillig. Halt nicht jedermanns Sache und das ist ja. Ja, Aber ich freue mich, ich freue mich auch schon riesig. weil das ist richtig. Äh, Als Rio eigentlich das installiert hatte, kam mal ein neues Update raus. Mhm. Aber ich denke mal, wir versuchen erstmal mit der 23.5, die du auch hast. Ja, Und falls irgendwelche Fehler passieren, dann können wir eben noch updaten. genau. Nämlich Mobpacks-Updates können ziemlich mühsam sein und wenn da irgendwas nicht stimmt, Ja. hat man schon bei Sword Pixel gesehen. Ah, okay, jetzt weiß ich, was der Fehler ist. Ich habe da vergessen, weiter zu bauen. Nee, das. Nee, der war.
Ein schwieriges muss Ja, wach sein. und bei der Hitze ist es ziemlich schwierig. Ja, man sich dann noch so konzentriert. Aber ich denke mal, das Ja, ist falsch. wieso stimmt hier was nicht? Naja, ich gerade ein bisschen am Verzweifeln. Okay, dann kommt der hier, der hier. Warum ist oben nicht einmal durch? Na Ja. doch, ist einmal durch. Bist du auch einmal oben Ja, am Platz? ja, Weil, ich bin gerade etwas verwirrt gewesen. okay, bei dir stimmt das irgendwie, ja, aber bei mir stimmt das nicht. Warte, Irgendwie ist irgendwo hier der Fehler drin. Okay, ich sehe den Fehler Mist, ich kann diese ganze Mist wieder abreißen. wusste ich auch, wusste ich auch. Ich sehe gerade hier unten dran sind noch Treppen dran, die habe ich vergessen. Ja, es ist gar nicht so einfach, so Muster nach einer Woche wieder weiterzubauen. Hoffe, das stimmt doch nicht. Wäre nicht so toll. Halt nur passendes Muster hier nicht. Naja, wenn das Muster nicht ganz stimmt, den juckt ich nicht. Mach ich auch noch die falschen weg. Mensch. Ah ja, okay, jetzt mache ich es hier vor. Halt, nicht die falschen weg. So. Ja, es ist kompliziert. Wer hat sich das ausgedacht? Mimi. Hey. Gut, okay. Ja, so. Hey. Okay. Kaffee. Ich brauche Kaffee. Und Hallöchen, du da im Chat, der du da zuguckst. Ja, momentan, wie gesagt, ist ja, wie gesagt, das Problem mit dem Fußball. Also daher machen wir nicht weiter.
ganz berührt von irgendwelchen Fußballgejohle. Das ist eh nicht meine Welt. Deshalb früher habe ich das gern mit meinem Papa geguckt. Es ist ja nun mal nicht mehr so. Da. Kamst du gut voran? Bis jetzt, ja. Gut. Kann auch noch denken, welchen Block ich. Ja, das geht. Ich komm voran. Ja, passt. Ja, es ist ein Gemurkse und Gewurschtel, aber hinterher sieht es halt geil aus. Also macht euch ruhig Ja. die Mühe. Das kann ich euch halt immer nur empfehlen. Macht euch für solche Dinge, wenn sie nervig sind. Oh, da ist sie. Es lohnt. Ah, okay, die Seite habe ich. Jetzt muss ich. Kann. Ja, einfach. Tatsache. Gibt's ja gar nicht. Ah, warte mal. Dahin und da. Dahin. So, jetzt. Okay, jetzt habe ich nur noch die beiden Mittelteile. Ich gucke. Sind einfach da. Kriegen wir hin. Das ist der mittlere. Bin verwirrt. Hä? Warum? Aber ein Problem, Just. Mal schnell. Ah, du bist auch hier. Ich habe das Problem auch gerade. äh, Ich, dass die Treppe stimmt, aber ich darf. dann. Ja, die sind ja hier. Irgendwo ist hier ein Denkfehler. Irgendwie ist da irgendwas falsch. Ah, Mist. Was? Ich sehe es irgendwie. Ah, Ja, nicht verdammt. schlimm. Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Warte mal, an dem obersten müssen die nach unten zeigen. Also, Da das müssen die hier hin. müsste. Da müssen die. Ja, Die ich jetzt hier. Das heißt, ich bin ein. Rutscht. aber Warum? das soll dann stimmen, nämlich das ist eigentlich Ja, das ich obere. verstehe. Mach's jetzt wieder weg. Und weil es ist ja überall gleich weit. Und so, das heißt, das. Aber das kann doch nicht sein, weil dann stimmt ja unten was nicht.
Also abfliegen. Hier ist es auch auf der gleichen Höhe. Ah, Mist, jetzt sehe ich was. Das ist ein Fehler im Bau. Diese Dinger hier sind ein Block zu tief. Die müssen ein Nein. Block höher. Ah, ist Wo Wahnsinn, ich sie? mach. Wo sie? Oh nee. Okay. Stopp. Okay. Da kommt der hin. Da kommt der hin. Stimmt, du hattest Okay, ja da was geändert. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Oh. Da müsste es jetzt stimmen, oder? Hier innen drin muss. Ah, ja. Okay. Reparaturarbeiten. Allzu schnell kriegen. Halt. Es weg. Jetzt stimmt. Jetzt stimmt der Bogen. Na ja. Kann ja passieren so. ja. War ja schon spät. Kleinigkeiten. Wow. Dahin. Dann innen drin weghauen. Hübsch. Weg. Das. Und das hier. Klicken. Reparieren geht ja. Ja. Wir sind ja im Kreativ. Also von daher alles. Ja. Dann müsste das nämlich gleich auch wieder stimmen. Ja, hätte ich gar nicht alles reißen müssen. Aber egal. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Das heißt, da ist der drin. Wir sind so. Okay, dann müsste das da auch wieder passen. Aber sowas kann passieren, wenn es spät am Abend ist, warm ist, Kopfschmerzen hat oder was auch immer. Dann ist das halt da verbaut. Mal schauen, ob die noch feiern. Es ist langsam. Ich möchte ein klein wenig durchlüften. Ich bin gleich wieder da.
Stelle. Okay, bin wieder da. Ja, Die schön. feiern immer noch. Ich glaube, es geht die ganze Nacht. Ja, ja, ich denke mal, das ist so außergewöhnlich. Ja. Gönnen wir ihnen das. Ja, das Feiern. letzte Mal, dass sie im Viertelfinale waren, war 1954. Na, siehst du. Dann dürfen die auch Ja. feiern. Ja. So, ich glaube, ich habe meine Seite fertig. So aus. Oh Mann. Ja, wie gesagt, dadurch wird halt sehr, sehr wenig. Wir freuen uns natürlich über alle Nachgucker und vor allen Dingen, wie gesagt, vergesst auch nicht Abo und Like bei Wuseln dazulassen. Dass wir zumindest mitgekriegt haben, dass ihr euch drüber gefreut habt und dass euch gefällt, was wir hier bauen sollen. Weil es macht wirklich viel, viel Mühe, aber wir haben gesagt, jetzt ist wie gesagt, Fußball-Weltmeisterschaft und ja, es guckt ja nicht jeder. So, okay. Da fehlt noch eine. Da bis bauen. Seite hier fertig. Und dann werde ich die noch. Gott. Ich höre hier irgendwo nonstop meckern. Mäh. Ach so, ich dachte, er ist ja gar nicht online. Nein. Okay. Das hat. Da ist. Prima. Dafür freuen wir umso mehr, wenn wir fertig sind. Weil das so. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass wir das so. Ich glaube, muss es nochmal abbrechen. Irgendwie stimmt da hier wieder was nicht. Warte mal. Also sie Heißt doch, sehen die. vier Augen sehen. Ja, und du hast vor allen Dingen die Schwierigkeit, dass du hier. Warte mal, ich kann dir sagen, was nicht. Es ist Der ist hier. falsch. Die müssen gerade, einmal die Reihe muss gerade durch. So wie Hier. hier. Ach, stimmt, jetzt sehe ich es wieder. Man zu Okay, dicht davor danke. steht. Ja, ja. Deswegen mag ich das immer nicht, wenn man so zu. Ja, hier gibt's. Hier kann ich eben nicht weiter zurück. Ach, Ah, und dann kann ich das hier und weg. ach, hier. Eben. Trainierst. Dahin. In das. Okay. Walter Gear. Warte. Oh, Mann. Ich fange schon an wie Gucci. Ich muss alles kommentieren, was ich tue. Ich weiß gar nicht, wo die alle stecken, aber ich denke mal, Gucci gehört zu den Leuten, die
Warte mal, ich habe doch hier schon wieder ein Dings. Nee, ich muss das doch höher setzen. Die Seite ist auch. Der muss. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Drin hier. Verwirrt. Halt. Halt schon den. Höre ich da eine Hexe? Gerade gar nichts. Was lustig noch wäre, diese Hex mit diesem Schreien erst zu ersetzen. Das wäre echt böse. Oh Mann. Das war was. Aber Und ich finde das sehr, sehr lustig, was uns da so. Also, ich finde das immer. Also, man geht irgendwie so richtig cool und relax halt aus diesen Streams weg. Das ist wirklich so. Also, das ist so genial irgendwie. Das ist, ich finde es fantastisch. Ja, ich sag's, wie es ist. Ich freue mich deswegen immer sehr, sehr, das immer so. Was Betty? Die Torhöhe hast du aber bei dir jetzt auch geändert. also bei mir selber ja. Bei den anderen habe ich noch nichts Ja, geändert. wie gesagt, ich habe ja jetzt die letzte Seite hier von den Vieren in Angriff genommen. Ja, das muss ich dann nämlich noch gleich versetzen. Okay, die Seite haben wir hier fertig. Jetzt muss man hier das gleiche spielen. Da kommt ein höher. So, meine Seite ist fertig. Ich mache gerade die Umrüstarbeiten. Wieso schwimmen Der hier kommt. Axolotl rum? Den müssen wir innen drin abbauen. Oh, Bertha und Anton. Vater und Zwei Axolotl in einem Becken drin. ja, ich weiß auch nicht. Die haben immer Einfälle hier. Aber ich höre hier trotzdem nicht. Ich glaube, wir müssen unser Gebäude mal ein bisschen aus. Ich höre da irgendwie Kombis. Ich sehe es auf der Karte und höre es. Ah, das ist ein Zwischenraum. Perfekt. Gerade einen Glowstone gedroppt. Jetzt kann ich ausläufig hier drin. Weiß nicht. So, okay, jetzt kann ich die restliche Wand hier unten.
Quatsch. Was mach ich denn? Aha. Ja, Waffen ah, Ja, es Boden ist weggehauen. ausgeleuchtet. Machen. Also innen drin wird es immer natürlich eine Stelle geben, anders aussieht, weil wir ja ein bisschen. So, okay. Erst. Gott. Okay. Gut, dann bin ich wieder in meinem Rhythmus. Ei, was für ein. Aber wer schön sein, wer schön bauen will, muss leiden. Ja, sonst wäre es Singen auch zu langweilig. Ja. Aber es perfektioniert ja auch uns. Man lernt ja immer dazu. Das ist das Schöne. Man probiert immer mehr aus und man lernt das Schlechtes. Oh, ei. Oh, ja, mustermäßig, abwechslungstechnisch immer genau passend. Wir müssen. Okay. Ach, das Hm. Entmuten sollte ich hier. Ich hab's vergessen zu entmuten. Ja, nun. Ist da noch irgendwo ein Fehler? Moment, komm mal. Kleine
müssen ja hier einmal um die Ja. Ecke. Weil man verliert echt bei so viel Granit echt den Durchblick. Ja. Die oberen gehen durch, hast du gesagt. Und hier meint. ähm, Sehr Und schön. die Also mir gefällt das immer besser. Mach mal ein Screen. mir auch. Ich mache mal einen Screenshot fürs nächste Mal. Ich bin mal dazu gekommen. Ich glaube, jetzt stimmt es. Ja. Nur der Schatten von dieser Kugel stört ja ein wenig. Ja, reißen wir ja ab. Brauchen wir die noch? Ja, Sonst mach die schnell weg. ja, mach mal weg. Hau weg. Dann Hau kann weg man den am Mist besten. samt Padmas Komposter da oben. Uiuiui, da ist aber viel Oh, Stein drin. Kaffeetasse. Wo? Weiß. 100% real Todesstern. Okay. Ihr seht schon, es ist sehr eng hier und wir müssen natürlich Kenshin werden ja ein bisschen Gebäudetätig. Das heißt, diese ganze Ecke hier, also mit diese Schulkomplexe, dann das Gutenberg-Haus und Oriental und Taj Mahal werden ihre Plätze wechseln, damit das ein schöneres Bild gibt, weil zum Wasser hin sollte man die niedrigen Gebäude haben und quasi vom Wasser weg quasi die Gebäude mal höher werden lassen, weil das macht ein schöneres Bild, wenn man hier guckt. Weil, ja, sagt das. So, okay, wir haben ja schon eine ganze Menge hier gemacht. Ich bin ja immer noch so ein bisschen. Ich finde dieses Touch war halt sehr, weil fehlt da noch. Ab innen beim oberen Turm innen habe ich die Ecken noch ausgekleidet, Ah, dass es nicht so leer ist. Also dort, wo der Sandstein anfängt. mhm. Ah, hier, das ist ein wunderschönes Gebäude, aber wir haben eigentlich noch nicht wirklich so. Also, was wir geplant haben, also Kenshin und ich, wir haben überlegt, wir werden das Taj Mahal. Dadurch, dass es eine Glaskuppel hat und sich förmlich anbietet, da es, glaube ich, da eine Mitte hat. Ja, es hat eine Ein Mitte, die Beacon. wir nämlich brauchen. Der Strahl dadurch. Ne? Also wie gesagt, auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir dort so einen Ritualplatz bauen. Kenshin auf meine Anweisung hin. Und somit haben wir dann auch unseren Ritualplatz, den wir ja dann brauchen. Ja, es ist ein würdiger Ort. Weil wir landen ja danach, keine Ahnung, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen weiß ich, dass die nächste Epoche wieder mit sehr viel Roleplay und Abenteuer wird, weniger mit Bauen. Oh, da freue Und ich mich schon. das wird Bewährungsprobe für alle unsere Neuen. Weil wir haben ja einige Roleplayer dabei, die bautechnisch zwar sehr versiert sind, aber sehr viel woanders auch bauen, dass die Epoche nicht ganz so denen liegt. Weil es war ganz gut, schön, ja, und eine Gruppe wieder zu werden. Da ist es sehr geeignet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir hier geschaffen haben, immer noch wahnsinnig. Wir haben zwar immer noch ganz viele Stücke, wo wir halt Sachen noch machen müssen. Es fehlen zum Beispiel noch Schiff Schiffe und solche Sachen. Es fehlen noch die Einrichtung für bestimmte Häuser. Wir haben halt immer noch nicht überlegt. Ich denke mal, das werden wir morgen machen, dass wir überlegen werden, welche Häuser sind uns wichtig und schon die Handwerker rein, weil die müssen ja da auch noch einziehen. Also das wird noch relativ schwierig und die Mimi braucht ja auch Zeit noch.
So, jetzt habe ich aber immer noch keine Idee. Also wie gesagt, das Touchverhall werden wir jetzt so lassen, wie es ist. Ja, das werden wir erst fertigstellen. Also jetzt haben wir ja soweit fertig, dass das Gebäude an sich ist. Es sei denn, du möchtest was ändern. So weit eigentlich nichts mehr eigentlich. Ich finde, das kann so bleiben. Den Ja, Rest können wir uns überlegen, wenn das dann an der Stelle wird. Das heißt, dieses ganze Gebiet ja, also alles, was jetzt hier ist, was ihr so seht, bis zur Kathedrale quasi, auf dieser Fluglinie, das wechselt seine Plätze. Ja, also die Schulen wechseln weiter nach hinten. Das Gutenberg-Museum kommt ein bisschen nach vorne und das Taj Valhalla und der orientalische Händler, Gewürzhändler, die werden halt auch ein bisschen einen anderen Platz. mir ist gerade noch etwas eingefallen. Wie wäre es, wenn man hier im oberen Stockwerk so, okay, es kommt, ich glaube, Mimi oder irgendwer riecht dann, glaube die auch auf den Rüstungsständer hinstellt mit dem jetzigen Mitspieler. So im Also, du Kreis. meinst hier so, da, an die Mauern. Ach Mist, es geht gar nicht auf, irgendwie sind nur zwei Blöcke. Ich sag mal so, es wäre auch ein bisschen too much, weil Ah, hier okay. eine Command-Technik reinkommt, das Okay, Touchwasser. da, Und okay. wenn wir da jetzt wursteln, dann hat Kenshin, also ich sag mal so, umso jungfräulicher etwas ist, einfacher kann er seine Command-Technik mit Kirito zusammen. Das ist zwar eine Schematic, aber da ist immer zwischendurch, geht bei dem Kopieren doch mal was beim Einsetzen kaputt. Dann müssen die das reparieren und bevor sie uns dann alles kaputt hauen, lassen die das dann bleiben. Das ja, Okay, ne? das Also wusste ich nicht, dass wir das sollten den Ritual. Rest erst dann machen, damit ihr auch lernt, damit umzugehen mit einem Ritualplatz. Das ist nämlich eine besondere Geschichte, der gebaut ist, dass man hier ein bisschen anders mit dem Gebäude umgehen muss, als man ist. Das heißt, ich werde euch genau zeigen, wo die Warntechnik hinten ist und verbaut ist. Und wie gesagt, die Command-Technik, also was solche Sachen angeht, Ritualplatz, sind ausschließlich Kenshin und Kirito zuständig. Das heißt, kein anderer macht das. Ganz klare Aufgabenteilung, aber das werde ich den anderen auch noch sagen, unseren neuen. Also, dass da nicht einer rumfummelt und sagt: Ich kann es besser" oder so. Nein, das hat seine Gründe, warum es so ist, wie es ist. Da steckt nämlich ein Effekt hinter und den die Streamer dann brauchen. Mhm, Ja, sobald es schwarz wird, genau. abschalten. Kenne ich Das, aus den anderen Folgen. genau. Weil sonst haben wir keine Orientierung. Das ging nämlich einmal richtig nach hinten los. Das war nicht lustig. Ja, also und wie gesagt, die Sommerferien sind ja für mich dann keine Freizeit in dem Sinne, sondern ich muss halt mit Kenshin einplanen. Das heißt, wir müssen gucken, welche Häuser kommen mit, welche Häuser kommen nicht mit in das neue Dorf. Und der Anfang von dem Dorf ist ja immer so, dass wir ja erstmal das Dorf einrichten. Hallo Ludmilla, herzlich willkommen bei den Klötzen. Wir sind hier übrigens gerade am Bauen von einer wunderschönen Renaissance-Stadt, weil wir sind jetzt gerade in der Renaissance, der Epoche. Ja, und ich glaube, du bist ganz neu hier. Aus hier. Oh, der Kai kommt. Und hallo Marina. Einen lieben Gruß nach Bremen. Ich hoffe, du bist noch nicht zerschmolzen. Also ich schon. Ich warte vergeblich auf den Regen. Also es kühlt jetzt langsam ab. Es wird langsam angenehmer am PC. Deswegen bin ich heute ein bisschen spät dran gewesen, habe nicht extra ein neues Thumbnail gemacht, weil ich hatte heute echt keinen Bock, mich an den PC. Hallihallo. Hallöchen Kai. Na, Na, weißt du, was wir mal machen könnten? Wir könnten Hallo eigentlich Kai. mal bei Kai schauen, was wir jetzt bei ihm helfen. Ich Ja, denke mal, wir oh sind ich, jetzt je. soweit fertig. Wir kommen ein bisschen dir Gesellschaft leisten.
Kaffeetasse habe ich schon. Reichst du auch eine oder hast du eine? Moment, das muss mal weg. Was war das denn? Das Ein sah so komisches Ei. blau aus, so ein komisches Ei, was du immer in deinen Hosentaschen trägst. Also ganz ehrlich. Wobei mir gerade was anderes auffällt. Ich habe die falschen Hosentaschen an. Ja, es hat sich abgekühlt gestern, heute aber auch wieder Doch, 26 Grad. Ja, wir hatten 29, weil es kühlt jetzt ab und es ist Unwetterwarnung. Also eine richtig üble. Falls es hier plötzlich ausgehen sollte, dann tobt hier das Gewitter, sage ich mal so, weil wir wissen immer nicht, ich wohne in so einer kleinen Talsenke. Es kann passieren, dass es oben rüberzieht. Wenn es hier aber reinkommt, dann bleibt es auch, bis es leer ist. Ah, du bist auch so in einem Tal drin Ja, wie ich. Padma hat das auch, ja. Wir wohnen ja nicht weit auseinander und die hat auch das. Allerdings, wenn bei mir das manchmal schönes Wetter ist, regnet es bei ihr und umgedreht. Mhm. Manchmal kriegt sie es ab und Mhm. manchmal ich. Okay. Jo. Mhm. Da sind nämlich ein paar Berge zwischen. Ich Jo. wohne, ich wohne direkt an der Wetterschneise. Wenn ich ins Esszimmerfenster rausgucke, regnet's. Wenn ich ins Mhm. Küchenfenster rausgucke, scheint die Sonne. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ja fast so wie Minecraft an manchen Ecken. Weißt du, steht Ja, man rechts vom Baum regnet's und links vom Baum scheint die Sonne oder schneit's. guck halt, mehr Zeug in meinen Hosentaschen. Was hast du denn da alles? Lauter Stineblumen. Wie Oder kommt die? komisches Zeug in meine Hosentasche. Es, Eigentlich könnte man diese Blumen umbenennen in Stineblumen. Guck mal, und ja, aus Dulce genau. hier, guck. Und so Sachen habe ich auch in meiner Hosentasche. Ines Blumenfeld. Ja, was ja eigentlich noch viel, Was? was eigentlich viel Zeit auch ganz berühmt waren. Es waren ja nicht nur Gärten, die waren. Tulpen aus Es Amsterdam. gab ja schon die ersten spanischen Gärten. Ähm, wie nennt man das? Sowas wie Treibhäuser, Glashäuser. So wie Gartenhäuschen. auf dem Community-Server. Was gab's in der sonst auch? Natürlich nicht so bunt. Das ist Mimi-Style. Aber ihr versteht Und schon, so haben was wir ich die meine. So Gartenhäuser gebaut. Ja. Gewächshäuser und ja also Vogelvolieren draußen. Die haben ja ganz viel exotisches Zeug gesammelt. Die sind ja unterwegs, haben sich ja alles mit. Deswegen haben wir so viele Pflanzen, die eigentlich gar nicht von hier kommen. Deswegen sind auch die Dodos ausgestorben. Arme du. Ja, dann wollen wir mal schauen, was ach, mein Schiff müsste ich ja eigentlich auch weiterbauen. Das hat ja noch kein Steuer. Ich würde sagen, morgen kümmern wir uns mal um diese ganzen detaillierten Kleinigkeiten. Es gibt ja hinten noch Häuser, die brauchen Fenster und Türen aber heute bin ich nicht so detailliert bei der Sache, sag ich mal. Oh, Und mein das Schiff sind die sieht, Kutschen. ja, ja, der Gucci war sehr, Die Kutschen sind echt der Hammer aus. als wenn da so ein Baron oder eine Baroness quasi gerade aus dem, vielleicht hat Ja, auch der Baron seine Tochter da Aber gebracht. du, Bubu, die Kutschen, die haben ausfahrbares Fahrwerk. Wusstest du das? so ausschau. Ah, das Ja, setz meintest mal, du das letzte Mal. setz mal hier vorne den Redstone-Fackel hin. Gerätzt. Nee, eins weiter. Vielleicht kann ich eine Okay. Seite. So, dann hat er das. Warum Hat geht er denn nicht runter gefixt, keine mehr? bestimmt. Hat er bestimmt gefixt, weil da so viel. Er hat nämlich so ganz lustige Knautschkutschen gebaut, die mal größer und kleiner wurden. Mhm. Oder die nachher aussahen wie Kettenfahrer. Ihr versteht keiner. Kann man so herrlich in Unsinn betreiben. Ah, es kommt der Händler Oh, mit dem ups.
Ich Der Der war schon war's wieder. nicht, ich war's nicht, bin weg. Tschüss. Er war's, Der da petzt reicht doch. immer, der petzt immer. Okay, schaut mal. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Hier steht, dass. Hm. Ich glaube, was macht denn der Händler? Ich glaube, Eh, Da Vinci ist nicht mehr lange alleine. Oh Gott. Ich glaube, das muss auch weitergemacht werden. Dann werde ich hier ein bisschen Erde aufforsten. Bei Kai können wir ja noch nicht so viel machen. Aber das sieht schon sehr schön. Oh ja, Oh, das ist aber richtig. Das gefällt. Das ist sehr schön. Hast du das? Hattest du Hilfe? Hat Kenshi dir Was geholfen mit meinst du denn? deinen aufgeschütteten Felsen? Der Also, sieht das ja war richtig. Mimi. Das sieht richtig. Das war Mimi. Das sieht. Ja, denn gut, dann werde ich mich drum kümmern, dass Nonstop jetzt noch ein bisschen Land kriegt. Dass er da wenigstens weiterbauen kann. Das ist zwar eine ziemlich stupide Arbeit, aber wir haben ja halt Gruppe. ein paar Leute. Genau, wir sind schon in der Gruppe dabei. Und da ist ja schon eine. Ups. Also wir müssen auf jeden Fall hier mehr Gelände machen. Das Problem ist, wir haben heute kein Word Edit dabei, also werden wir das mit händisch dem, machen. mit dem Befehl werde ich da nicht rumfummeln. Das wenn Nee, da wieder das was ging schief ja geht, schief, dann. sonst haben wir wieder diese Geisterblöcke. Ich mach da Ja. nichts mehr. Also ich nein, ich meine, den Befehl ist Ja, ja nicht. weil wie gesagt, Kirito hat keine Ahnung, was er da macht. So, das heißt, ja, wir machen das jetzt einfach per Hand, dass er da Muss morgen es als weitermachen Holz kann. Ich sein hoffe, oder mit Hohlraum? nee, ich würde keinen Hohlraum machen. Okay. Die Bäume kannst du stehen lassen und einbauen. Ah, sagt der gerade. Okay. Ich werde mal die Erde nehmen und nicht was. Hi, das sieht so witzig aus. Heißt, wir werden jetzt hier einfach mal. Hier verschwinden gerade Bäume und da wächst Erde, ohne dass ich jemand sehe. Ja, kann man mal sehen. Das nur in Minecraft möglich. Das ist zwar jetzt mühsam, was wir machen, aber dadurch können wir dann. Das Problem ist, wir können auch das Gelände noch nicht abschlagen, weil wir nicht in sein Gebot. Heißt, Einmal stimmt hier gar nicht. nee, stimmt das nicht. Es geht nicht auf, wenn ich auf diese Höhe irgendwie was fülle. Ah. Wenn nicht, Kenshin ist zwar nicht da, aber ich denke, Mimi wird wieder vorbei. Gesagt, Gucci beherrscht das ja eigentlich auch, dass wir es machen kann und muss. Aber ich habe bei Füllbefehlen wirklich Hemmung. Also die Fehlbefehl ist nicht World Edit. Das ist von Ja, Minecraft selber. ja, ich denke mal, dass genau das den Bug aus, weil das war nämlich, den wir ja gehandelt, dann die Geisterblöcke. Das ist natürlich gerade tot. Ja, ist ja Aber Dimitri. wie gesagt, so freut er. Wir müssen ihn ja auch ein bisschen animieren. Der hat eins der größten Gelände hier. Er beißt sich durch, auch wenn er mal mehr Quatschen macht als das er baut, aber er macht wenig. Ja, da muss man ihn wirklich mal loben. So viel Quatsch er gemacht hat, aber er muss auch lernen, wie gesagt, durchzuhalten und dass man nicht immer nach World Edit schreit. Man kann nämlich. Und Gucci und ich haben am Anfang hier auch komplett ohne World Edit angefangen, haben sehr wenig alles selber gefüllt. Es waren nur so kleine Miniaturfüllsachen, die wir gemacht haben. Hauptsächlich hat Kenshin sich darum gekümmert, dass die Gebäude dann am Anfang stellen kommen. So, jetzt muss man natürlich wissen, ist es das Außenmauer-Ding, was er da oben bei mir gebaut hat. Das beide mal.
Nein, nicht. Ja, das ist zwar mühsam, aber wie gesagt, so habt ihr Kontrolle drüber, es kann nichts passieren. Also Deswegen, so sind wir auf der sicheren Seite. ja, habt ihr echt, also nochmal Geisterblöcke, ich kann gut hier auch verstehen, dass ihr das, weil der hat sich so eine Mühe gegeben mit dem Krankenhaus, alles wieder nur einzurichten. Das ist extrem, Mann. Weil wir können es auch nicht backuppen. Weil wir haben es zu spät bemerkt und zu viel halt. Ja. Naja, wir sind ja im Kreativ. Dann Stellt mir bis vor, wir wären im Survival. gute Nacht. Ist aber auch möglich. Naja, habe ich auch schon gemacht. Frag mal Kroko. Der hat mich schon für komplett bekloppt erklärt gehabt, ja, ja. Aber das ging halt nicht. Weil ja nicht immer die ganze Community bei mir auf die Baustelle einladen, sondern jetzt buddelt mal und macht Tatsache. Mehr oder weniger selber gemacht. Zwischendurch kamen dann immer welche vorbei, die Erde und Steine und so gebraucht haben. Dann halt bei mir Berge abgetragen haben. So ging das. Ja, die haben sich dann von mir das Zeug dann eben mitnehmen können oder andere Sachen, die ich dann besorgt habe. Gab's immer Belohnung. Ah, sehr schön. Ich hoffe, dass das auf dem neuen Community-Server auch. Also ich bin natürlich als Bauteam-Mitglied natürlich auch wieder mit auf ab und zu. Natürlich mäßig. Das ist da, das kriege ich zeitlich auch gar nicht hin. Da müsste die Woche, als ich 10 Tage haben. Soll aber so mal mit Dex Dinge tun. Ne? Das. Gut ist alles baut. So, und wie gesagt, wir die alle, die es gestern nicht mitgekriegt haben, Kirito hat es fast fertig, dass der Community-Server umziehen kann. Es ist nur noch ein Plugin, was da Probleme macht, wo er guckt, Alternative für gibt, damit das einwandfrei läuft, ne? Damit wir da keine Probleme haben. Und ja, und sobald der Server umgezogen ist, dann ist natürlich auch endlich die Nether-Eröffnung dran und das Ende wartet natürlich zusammen den Drachen. Mhm. Da freue ich. So, jetzt haben wir hier wenigstens eine saubere Kante. Wir sollten hier ein, zwei Reihen dazu. Da noch so ein Handlungsspiel hat, weil ich weiß, ich denke mal, dass es Mhm. Außenmauer ist. Mhm. Mhm. Aber Mhm. inwieweit die Mhm. geht, weiß ich nicht. Mhm. Inwieweit die geht. Bei ihm dann noch ein bisschen Land zu. Also Da Vinci kommt schon arg drin ist. Das Schlimme ist, dass der Jonstop jetzt auch nicht greifbar ist, dass wir fragen können. Wie weit brauchst du denn das Gelände da? Ich gebe mal von mir aus jetzt ein Blöcke. Dann ist das nämlich das Ort. Okay, er wäre eigentlich online mit dem Handy. Also ich habe ihn in der Dann soll er Freundesliste mal drin. sich melden und gefährweise Anweisungen. Also Du darfst ihr gerne zitieren, dass er hier gefährweise in Discord wenigstens gucken will, wenn wir hier schon seine Arbeit. Moment, mach mal schnell ein So, Foto. da wenigstens, da weiß ich. Wenn er in Discord kommt, dann können wir ja auch in Discord-Chat gehen. Ja, für uns drei ist Gehirn.
Gelände abflächen. Das kann sie nämlich dann mit Smooth machen. Die ist da sehr vorsichtig. Das halbe Gebäude mit weg, so wie ich. Ist Kann da echt ich so Luft in gut. deinem Haus? Ich saß ja, fragt mal die im Bauteam. Die haben sich so weggelacht. Die halbe Klippe weggefletzt hab. Die sollte nur ein bisschen gesmoothed werden und dann sah es aus, als wenn eine Creeper-Horde bombardiert hätte. Wie nach dem, weiß ich, dritten, vierten Weltkrieg. Ach, verdammt. Aber ihr seht, es geht, wenn man das. Du selber nur zu zweit. Wie gesagt, sonst soll er nur sagen. Entweder soll er schreiben oder weiß ich, kurz in Discord kommen, dann gehen wir halt auch. Weil es wäre ganz gut, wenn wir halt wissen, wie weit wir hier noch. Was habt ihr heute getan? Erde gestapelt. Ich habe ja gesagt, es muss grüner werden. Na gut. Es muss erdiger werden. Kaputt gestrichen. So, okay. Denke mal, das ist gar nicht so. Gott. Das sieht hohl aus so. Weil das kein Mini normalerweise auch Kriegt man da aber nicht dann verstopft wie rum. so ein Maulwurf rein, weißt du? Ja, ja, wenn du so einen Hohlraum hast, kannst du den. Beim So, kreativen meine Burg Modus bleibt jetzt kannst. so, wie es ist. Ein was bleibt? Meine Burg bleibt jetzt so, wie sie ist. Ich habe keine Lust mehr. So. Ja, so. Gesagt, nee, wir haben ja gesagt, da du ja am Nee, alles spätesten gut. das angefangen hast. Wie gesagt, wenn du nicht fertig wirst, weiter. Nee, alles gut. Also ich bin ja noch Ja, dran. Ich wir kümmere mich dann werden noch drum. unweigerlich garantiert in die Woche noch zurückkommen. Ich hab's im Gefühl, ich weiß das. Bin Weil frei. bei dir zuckt es bei der, verdammt, ich will denken, es zuckt bei dir in der Pfote rum, so ungefähr. Also bei mir zuckt's in der Foto. Nein, es gibt so eine Redewendung, Ach so, ja, ja. Gut. Ich hab's in der Spitze Wie? meiner Rute. In den Knochen. Ich Schmerz im weiß, Urin. ich hab's im Urin. ausgerechnet jetzt, wo ich die Nachricht abgeschickt habe, ist der offline. Er hat geahnt, dass er was machen soll. Er hat mitgehört. Ah ja. So, seid ihr schon eingeschlafen bei unseren schönen, wundervollen, aufregenden Füllmaßnahmen heute? Aber wir wollen halt das Nonstop natürlich mit seiner Abtei auch fertig machen. Ich zeig euch gleich mal, wie riesig das Ding aussieht. Schaut mal. Das ist eine riesige Anlage. Zwischendurch haben wir immer mal so ein bisschen mitgeholfen, aber hauptsächlich hat er das Tatsache alleine gebaut. Und ja, aber es fehlen halt noch die Details und das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn das halt nicht zu schaffen wäre, die ganzen kleinen Details. Guck mal, jetzt schon zwei Buschbäumchen drin und ich meine, Letzte Woche Padma hat er auch und ganz viele Ziegen gehabt. ja, ja, und er hat ganz, ganz viele abgenommen. Also er meint, er weiß es noch nicht ganz, weil Okay, er das zu wenig sieht. okay, aber Er meint, das ist nur ein Haus, das noch dran okay, kommt. also ist es okay, was wir gemacht haben, dass wir ihm das Sonne. Heißt, ich schon 5 Flecke so gemacht, dass er noch drumrum machen kann und damit wir das Gelände dann machen können. Passt ja. Dann passt es.
alles okay. Dann bin ich ja. Damit er halt hier in Ruhe weiterbauen kann. Weil er hat ja noch viel zu tun. Das wird sowieso lustig, weil Nonstop ist kein Deko. Sehr interessant. Oh Mann. Das Da. Langsam muss aber Lustige nicht. bei mir, zum Beispiel beim Einrichten, gewisse Sachen kann ich gut einrichten und gewisse Sachen kann ich gar nicht einrichten. Ich sag mal so, wenn ich erstmal in so einem Einrichtungswahn bin, dann geht das gut. Ja, dann rutscht Ja. das und flutscht das, aber bis ich mich aufraffe, es ist eine andere Geschichte. Vor allen Dingen, wenn du so Häuser im Akkord bauen musst halt, ne, weil du die Fläche füllen musst, dann konzentrierst du dich hauptsächlich natürlich auf Häuser und nicht auf das Innere der Häuser. Also ich habe zumindest schon, bin ich so fair gewesen, dass ich die Böden mit Treppen und so versehen habe, also die Etagen. Aber eingerichtet. Weil normalerweise war das halt so, dass Ellie und Eli und Henry das immer gemacht haben. Und hallo Berkan, herzlich willkommen bei den Klötzchen. So, okay, ja, was soll ich sagen? Wir schütten hier gerade ein bisschen Gelände auf, damit Nonstop seine Abtei weiterbauen kann. Ihm fehlt nämlich ein bisschen Gelände hier und unsere World Editor sind nicht da. Wir selber beherrschen nur die Fülldinger und das Problem ist, das verträgt sich mit dem Plugin hier nicht. Und da haben wir letztens in einem wunderschönen großen Gebäude anstatt Betten lauter Geisterblöcke gehabt. Weil bei dem Gucci, der das gebaut hat, nicht noch. Oh, So, kleine das war fast knapp. Also er meint, hier, wo wir jetzt gerade auffüllen, kommt noch ein Gebäude hin und ja. dann wäre das eigentlich alles gewesen. Okay, also wir müssen nicht hier hinten auch noch auffüllen. Das Da hier würde ist dann. noch eine Mauer kommen, ist auf dem Bild. Naja, deswegen frage ich ja Ja, so blöd. Wenn er wenigstens mal so. Ich hoffe nonstop, dass du morgen dabei bist und dass du uns morgen mal einfach auf dem Boden die ungefähre Linie absteckst, wo deine Außenmauer noch läuft. Das wäre nett, damit wir das auffüllen können, weil Kentchen ist manchmal auch spät abends unter der Woche da. Das ist dann blöde, wenn ich nicht weiß, dass er mir dann Bescheid sagt und wir dann stehen und nicht wissen, was wir tun. Weil wenn er schon da ist, dann macht er sowas. Das dauert ja für ihn ein paar Sekündchen. Auf jeden Fall freue ich mich schon, wie gesagt, wenn der Community-Server endlich umgezogen ist, wir endlich ins Nether können, alles wieder seinen Weg und Gang geht. Aber wie gesagt, dafür haben ja zum Glück die Community-Mitglieder alle Verständnis. Da wollte ich sowieso mal Danke für sagen, dass ihr da so geduldig seid. Auch wenn jetzt momentan auf dem Community-Server wenig los ist, so sind dennoch alle dabei immer noch und äh, haben wirklich die Geduld, weil sie wissen ja auch, Kirito Natürlich, wer macht ist denn ja nicht geduldig? auch, Wer ist nicht geduldig? Viel netter. Wer naja, ist nicht geduldig? Ja, ja, wo? Hm? wie gesagt, auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich da sehr froh drüber, vor allen Dingen, weil ihr ja wisst, der Kirito ist halt auch unter anderem der Server-Admin bei Kroko und macht da ganz viel und ja, nebenher muss er ja auch noch arbeiten gehen, ihr wisst, ne? Und ja, ich bin da sehr froh, dass ja, wir da alle so harmonisch miteinander kommen. Man muss zwar immer so ein bisschen ja, nachfragen, aber das ist normal. Wenn jemand sehr viel um die Ohren hat, dann vergisst er dann manchmal. Oder vergisst dann zumindest mir Bescheid zu sagen, du, ich habe da die und die Lösung, aber das und das hakt noch. Aber das klappt. Der Kirito gehört ja zu den Leuten, die ich am längsten kenne. Sind damals ja zeitgleich zu Kroko und Camp gekommen. Ja, haben sozusagen beide gleichzeitig mehr oder weniger am Team angefangen.
Von daher ist das gut. Da kennt man seine Pappenheimer und dann nimmt man. So, okay. Wichtig ist nämlich immer die Kommunikation in die Dinge. Und ihr seht ja Momentum, das läuft ja flutscht, weil das ist Hauptaugenmerk immer, weil das ist ein komplettes, fertiggestelltes Paket, was uns der Kirito zusammengebastelt hat vor fast 2 Jahren. Im September sind 2 Jahre, Leute. Jahre. Oh Mann, 2 Jahre. Wahnsinn. Was ist. Ich hätte nie gedacht, dass das Projekt Tatsache so lange bei euch an. Wir haben gedacht, ein Jahr oder so. Aber ich finde. Und ich freue mich auch über die positiven Feedbacks, die wir mal kriegen. Und dass euch die Mischung gefällt, dass wir mal eine Epoche nur Abenteuer machen. Eine Epoche zwischendurch immer mal nur was bauen. Oder mal die bunte Mischung machen oder einfach komplett hier gaga werden. Weil da kommen noch so ein paar Dinge. Ja, mal schauen. Aber ich werde langsam gar durch dieses Erdhaufen. Ich sehe nur Ja, du Erde. kannst ja auch was anderes. Aber dann Das, füllt sich das nicht automatisch auf. ach, du kannst ja auch, weiß ich, Bäume pflanzen gehen, Blumen setzen, ähm, Ei ärgern. Vielleicht revanchiere ich mich mal wieder mit dem Abenteuer. Ich weiß es. Ja, wir haben ja nächste Woche genügend. Dann können wir jetzt auch ein bisschen langweilige Erde setzen. Ja, also es war eigentlich auch noch eher ein Spaß. Ja. Weil wie gesagt, morgen gibt es ja nochmal Momentum. 20:30. Und unter der Woche wird es richtig lustig, weil Dienstags und Donnerstag wisst ihr, ist ja ein fester Termin mit 2 Pixel. Und Mittwoch wird es auf jeden Fall wieder Steampunk geben, aber nicht mit mir alleine, sondern mit unserem Busi, mit dem Kai und mit der Rio. Das wird mega lustig. Also wir werden uns dann zusammen dort vergnügen. Mal schauen, was wir da so machen können. Vor allen Dingen, ich bin sehr, sehr gespannt, was später auch diese Eisenbahn dort eigentlich macht. Weil ich weiß ja, wie gesagt, dass habe mal ein Video gesehen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich alles so genug ist. Also jetzt momentan teste ich ja gerade aus, ob das, was die da gebaut haben, auch wirklich funktioniert. Und wir hatten ja das eine Tor gestern, wenn ich mich dran erinnere. Ich konnte es von außen immer auf und zu machen, aber von innen nicht. Das kann ja nicht der Sinn sein, dass man Nebel abbauen muss und mit dem in die Stadt gehen muss oder dieses Castle geben muss, um das Tor zuzumachen. Ja? Also irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, das Was, war Absicht. U-Boot was zur ich auch, Verzweiflung bringen. was ich auch gemerkt, ich habe auch heute noch rumgetestet und den Fehler, wo du hast mit dem Spielfigur, Diesen habe Bug, ich ja. komisch, den habe ich komischerweise nicht gehabt. Ja, der kommt immer zwischendurch mal und dann ist er wieder weg. Weiß auch. Keine Ahnung. Das Und das, spezielle Rüstung immer ist, die das macht oder was ich. Auf jeden okay, Fall, wie gesagt, werden wir das jetzt alles in einer neuen Welt zu viert anfangen und ich denke mal, das wird mega lustig, weil ich habe ja bewusst eigentlich noch nicht so viel aufgedeckt in der Singleplayer-Welt. Ihr habt ja gesehen, ich bin relativ immer eng meine Kreise Machst mich jetzt schon fertig, wenn ich nur dran denke. und ja. Und ihr wisst ja, wenn wir 4 auf Abenteuer gehen, ist es immer lustig. Da geht alles schief, was so schief gehen kann, ne? Kennen wir ja schon. Ach, weil Bubu, da, wie war das? Oh, Bubu, da ist ein Loch. Tschüss. Ups. Buh. Ja, Oh, Höhle. genau, Höhle. Und das Schöne ist ja immer, die Rio, die ist ja so viel bei solchen Spielen, dass sie eigentlich uns mal ganz gut vor Schaden bewahren kann.
weil die halt Mod erfahren ist und spielt halt viel mit Mods rum. Ja. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen ist es ja auch so, man muss ja auch, was ich gestern gesagt habe, man muss ja auch nicht jede Mod können und mögen. Ne? Also jedem liegt halt was anderes. Wird sehr interessant werden. Ich denke, der Kai ist mehr auf Create. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich bin mehr Ja, ich sag mal so, Schatzsucher. komplett Create auch nicht, aber so die Grundfunktion bei Create, beziehungsweise so ein bisschen etwas komplexere Maschinen kriege ich hin. Ja, Ja, ich bin eher also der Quester halt. Ne? Also ich sag mal, so Joecraft, da werde ich glaube ich nie rankommen. Oder das hängt auch damit zusammen, sagen wir mal, Jo, der hat sehr, sehr, sehr früh angefangen. Also ich Also oder entsinne mich, Taskkrafter, da komme ich auch nicht ran. dass Jo damals wie wir alle angefangen hat. Ja, genauso lange dabei wie ich schon. Und obwohl er halb so alt ist. Aber ja, ihr müsst mal gucken. Der hat, glaube ich, Tatsache noch seine ganz, ganz alten Sachen drin. Hat ja auch Und einen Computer gebaut. genau. Und er hat sich schon immer von Anfang an, wie Redstone angefangen hat, war er einer derjenigen, die da ganz massiv sich für interessiert haben und wirklich die genialsten Sachen mitgebracht. Also ich weiß auch, in meiner Stream-Gruppe damals war das bei den Schmutzen so, die haben ja Lunaland gebaut und dann kamen ja, wie gesagt, die ersten Redstone-Sachen. Und das erste, was wir gebaut haben, war für Bubu Tatsache eine Kuchenmaschine. Ja, also die ist Tatsache, ja. Also wir haben eine Kuchenmaschine gebaut. Und ja, in der Zeit hat Jo schon so dermaßen komplexe Dinge da hingesetzt und gemacht und gebaut. Also da zog dann schon die Schuhe auf. Und wir hatten wirklich gute Redstoner, also in der Truppe. Aber Jo war von Anfang an, das war richtig krass. Der ist halt mathematisch auch begeistert. Er ist ein Logiker. Und diese Vorstellungskraft, die er hat, man merkt es ja auch, er ist unheimlich begabt, was Musik angeht. Er ist unheimlich begabt, was Mathematik angeht. Das heißt, Redstone ist so ein Bindeglied halt, ne? Weil ihr habt ja gemerkt, die größte Begeisterung hat der Jo natürlich immer, wenn er solche Dinge bauen kann, die mit Musik dann auch zu tun. Und ein mega stolz ist, dass das funktioniert. Und deswegen hat mich das damals so geärgert, dass wir, als wir diese Map für Kroko gemacht haben, er hatte ja mit Kroko und den anderen das Weihnachtsdorf gebaut, wo die ja dann um den Weihnachtsbaum alle die NPCs rumgelaufen sind zu einer Weihnachtsmusik. Und das Kopieren funktionierte nicht sauber. Also die Schematik war schon fehlerhaft. Und das war natürlich sehr, sehr schade, weil das einer der Prunkstücke natürlich, also auch so war damals halt. Ne? Also er ist ja mittlerweile noch viel, viel weiter. Der hat ja Dinger gebaut, ey, da zieht. Irre. Aber was ich so toll finde, er animiert natürlich auch ganz viel gleich zu. Und da gibt es welche, da würde ich sogar sagen, die sind bei manchen Dingen sogar noch um Klassen besser. Ne? Also gehen aber in andere Richtungen. Aber was ich halt gut finde, Josh setzt sich dafür ein, dass Minecraft Schulen. Ja, Als, das ist ganz toll. das finde ich nämlich mega cool, weil, Auch die Education-Version von ja, Minecraft, die ist klasse. ja. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für. Und das freut mich halt. Auch sagt, wenn er dafür viele Abstriche machen muss. Wie gesagt, ich wünsche Joe immer nur das Beste. Weil er tut sehr, sehr, sehr viel für die jüngere Generation. Technisch. Und wie gesagt, das ist auch überhaupt bei der Bubble so, in der ich halt unterwegs bin. Also wie gesagt, in Krypto ist genauso versiert da halt, wie gesagt, auch als Vorbild. Ne? Er ist Papa und Vorbild. Und auch Lars gesagt. Ne? Also der hat ja auch schon für Kinderkanal, ich
Pogo hat ja schon Sachen gemacht. Echt genial. Aber witzig ist trotzdem immer, wenn ich so zwischendurch mich mit Kindern unterhalte, wählen Candy als Minecrafter, es kommt grundsätzlich Lars. Nie Kroko. Das ist schon Ja, witzig. Das ist witzig. Heute doch so. Dass die Kinder den Lars alle kennen. Aber ich glaube auch, weil er sich auf der Ebene von Kindern halt bewegt. Ne? er ist halt ein großes Kind. Also was Minecraft angeht, ne? Also andere Spiele oder so, das ist halt eine andere Geschichte, aber alles, was Minecraft fällt den Leuten Lars. Da kommt kein Revi, da kommt kein Early Boy oder wie sie alle heißen. Hugo, ja. Hugo, ja. Papa Latte schon weniger, witzigerweise. Deswegen frage ich mich mal, wo die ihren Erfolg her haben. Also nicht von den Kindern, glaube ich. Ja. Hugo halt, weil Hugo ist wie ein Kind, der wird auch nie erwachsen, glaube ich. Über den muss ich sogar lachen, also der ist manchmal so weit von verpeilt. Aber er ist ein ganz lieber, weil mit dem habe ich ja auch schon zusammen. Bisschen anstrengend, aber wie gesagt, nee, also die Bubble ist auch eigentlich ganz okay halt. Also wenn wir aufeinandertreffen, ist immer ein ganz lieber Umgang mit keiner beleidigend oder weiß ich was. Also die ändern sogar ihre Sprache mir gegenüber. Sehr schön. Also die haben sehr, sehr wohl Respekt. Ne? Also auch wenn sie verbal manchmal bei Twitch doch ziemlich assi rüberkommen, sage ich jetzt mal so. Die haben Aber einfach wenn nur Angst, dass du es übers Knie legst, Bubu. nee, das ist einfach so, ich weiß nicht, das war von Anfang an so. Ich habe ja in Dynasty mit denen allen zusammengespielt und da war das von Anfang an so. Also es gab eigentlich nur ein oder zwei, die problematisch waren, die dann wahrscheinlich gedacht haben, weil sie dann 20 Jahre nur jünger sind, dass sie mir sagen, wo es lang geht, weil sie die großen Streamer sind, aber da kamen die halt nicht weit, weil die haben dann auch eine ziemliche Ansage halt gekriegt. Ja. Und ihr wisst ja, ich hatte ja in meinem Team, wie gesagt, Hugo drin, ich hatte Norm drin, ich hatte Gustav, einfach nur Gustav drin, den hätte ich, ähm, äh, ich komme gar nicht mehr drauf. Auf jeden Fall noch einige aus der Bubble. Da waren wir ja sozusagen noch die Neuen halt. Ne? Also du bist ja mal ganz neu noch. Den kannte so gut keiner. Und ja, wie gesagt, und wir waren halt als Crocodiles halt als Gruppe da drin halt. Und ganz bewusst eben nicht bei Kroko. Fand ich auch gut, dass das so war. Und das war mega lustig. Aber wie gesagt, es ist teilweise auch anstrengend gewesen. Und vor allen Dingen, was ich sehr schade fand, dass genau die Streamer, also die heute immer noch sehr, ja, nicht den nötigen Respekt walten lassen, sage ich, waren auch die, die damals dem Projekt irgendwann ferngeblieben sind. Ne? Also, aber zum Beispiel ein Fabo, der hat sich ja bei mir noch entschuldigt, dann im Nachhinein, dass er mich da sein, weil die wollten das Projekt halt beenden, arme Oma da umgebracht hat. Wobei Ich Fabo bin mal das ist oft kurz so einer, AFK. Ja, ja. der gerne was anfängt, aber nicht wirklich fertig macht, ne? Ja, da hat das aber bis zum Schluss durchgezogen. Also da war ich auch sehr erstaunt. Aber wie gesagt, auch Hugo hat es versucht, so gut wie es ging, hinzukriegen. Der hatte damals massive Schwierigkeiten halt. Dann, also halt nicht, wie es weitergeht. Hugo war zwar schon ein Begriff, aber der hat dann noch längst nicht den Hype, den er heute hat. Aber Hugo entspricht halt leider Gottes der Mentalität der meisten Jugend. Das Problem. Also, weiß nicht, aber ich kann alles.
Aber Hugo, der Das schafft ist doch das. Das ist doch Ingenieur, oder nicht, ne? Ja, naja, wie gesagt, also bei Hugo ist es immer noch so, er steht dazu und er probiert aber auch. Aber er macht halt auch viele Sachen, wo im Nachhinein ich manchmal aus den Kopf schüttle und denke, Hugo, du weißt schon, dass viele Kinder deinen Stil schauen und das nicht, wenn du in deinem Zimmer sitzt und irgendwelche Dinge, die du gerade von deinen Fans bekommen hast, live im Stream auf deinem Tisch anzünden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also der kriegt doch von mir dann auch immer einen Einlauf. Da bin ich. Ich bin ja, wie gesagt, mehrfache Oma und ich finde das nicht so prickelnd, wenn meine Enkelkinder mir sich sowas angucken können. Aber ich will ihnen auch hier den Hugo nicht verbieten. Irgendwo. Was soll ich denn machen? Also kann ich nur an Hugo gehen und sagen, jetzt reißt dich mal am Riemen. Ja, was macht man nicht? Das machen Kinder nach. Dann muss er halt mal sein Hirn einstellen. Ja? Vielleicht ist da Aber auch schon Schutzfolie dran. glaube ich. Bei ihm ist das manchmal so, aber Hugo steht dazu auch, wie gesagt, der hat auch ADHS und das ist manchmal halt sehr anstrengend. Frag mal meine Frau. Aber er hat sich schon, ich sag mal schon sehr verändert. Ne? Also, er nimmt das nicht mehr alles so leichtsinnig. Also Stück für Stück wird er seinen Weg. Er wird immer Hugo bleiben, verpeilt, aber wie gesagt, ich denke mal ein bisschen mehr nachdenken, was er tut. Das sagt er ja auch, er macht ja dazu mal so ein Review seiner alten Sachen gebracht und da ist ihm dann halt auch manches gefallen. Also sprachlich zum Beispiel hat er gesagt, also solche Entgleisungen dürfen natürlich nicht passieren. Mir ist das sehr bewusst, dass da auch Kinder zuschauen und sehr viele Kinder. Ja, Hugo und Lars, das sind so die gängigen nennen halt wir vom Minecraft. Machen wir jetzt gleich unbeliebt. Aber ich habe bewusst noch nie Hugo geschaut oder gesehen. Ja, man muss ihn mögen. Wie gesagt, ich bin auf Nein, ich Hugo. habe das auch noch nie bewusst. Also ich könnte es auch nicht irgendwie zuordnen. Nee, wie gesagt, Hugo ist so. Ich bin auf Hugo eigentlich gekommen, wie gesagt, durch das Buch. Ich habe den zwar auf dem Schirm gehabt, wer das ist, also aus welcher Ecke der kommt, aber nie so, ja, mich wirklich mit dem auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, es ist einer von den wenigen Streamern, die trotz dessen, dass die wirklich Geld verdienen, überhaupt, also gar nicht abgehoben. Ja, der ist wie er ist, der ist ganz normaler Mensch. Durchgeknallt, klar, bekloppt, ne? Der macht oft Sachen, wo man sich am Kopf fest, aber der bildet sich nicht drauf ein. Also er ist nicht, oh, ich bin berühmt und kann mir jetzt alles erlauben oder so. Der ist. Und er ist einer der wenigen, der sich, Bin wieder da. hab ihn auch noch nie geschaut. Also Hugo ist einer der wenigen, der sich wirklich über jeden Scheiß freut, den man ihm schickt. Und wenn es selbstgemachte Sachen sind. Das ist für ihn immer noch so surreal, dass es Menschen gibt, die sich hinsetzen und für ihn etwas malen, basteln, was auch immer. Ja? Das ist Das ist ja auch was Schönes. ja, aber das machen wenige leider. Ne? Das sind alles Unikate. Also ich kenne auch einen, der zum Beispiel beigeht und regelmäßig dann die Sachen zum Beispiel kaputt macht oder anzündet. So, der ist einfach so, der hat zwei linke Hände, zwei linke Füße und dem geht mal was kaputt. Das ist für den jedes Mal, wenn der dann sagt, sorry, sorry, Entschuldigung, dann ist das auch wirklich gemeint. Ihm dann wirklich unendlich leid, weil er weiß, da sitzt jemand am anderen Ende, der sich da Mühe gegeben hat, das machen hat. Ja, ja. Das ist das, wo er dann das auch wieder rausreißt. Also, sag mal, etwas anstrengende, undisziplinierte Verhalten.
soll er sich auch ja beibehalten. Was das undisziplinierte Also er Verhalten? reagiert da wie ein Kroko drauf, sagen wir mal so. Kroko freut sich ja auch über Dinge, die man ihm schickt oder macht oder bastelt. Er freut sich auch am meisten über selbstgemachte Sachen. Du, ich mich auch. Besonders gemachte Kekse. Hm. So, ne, dann bin ich ja mal gespannt, wie dann zum Jahresende mein Merch wird. Der ist nämlich auch selber gemacht. Hm. Da bin Weil ich bei mal mir gespannt. werdet ihr keine obligatorischen Bubu-Tassen. Ich möchte aber eine Bubu-Tasche. Es sei denn, Ich ihr auch. möchtet sie unbedingt haben, ja. Dann eine andere Geschichte. Ist dir mal aufgefallen, dass dieses Haus irgendwie an eben. Du meinst auf diese Ebene? Oder das hier? Nee, hier, guck mal. Hier auf. Okay. Deswegen bin ich gerade so. Da ist das hier. Ja, gut. Naja, Das das hab Hilfen ist ich. Hobby. dann füllen wir nur das, wo die. Ja, Macht ja so. ich lasse mir zu viel ab. Muss er das ja alles wieder wegnehmen. Oh, das ist das anstrengend. Aber ist Wochenende. Am Wochenende? Da Was musst ist du was? arbeiten. Daheim, ja. Ach ja, wenn man ein Haus hat, hat man nur Arbeit. Ja, das ist schön. So, wo bleibt denn jetzt das Unwetter? Das sollte ja um 9 Uhr stattfinden. Wir haben es jetzt gleich 10:30. Also Dortmund war es schon. Hoffe, habe ich jetzt meine. Bei mir zieht es links und rechts an einem vorbei. Ja, ich weiß auch nicht. Scheint auch, Oh. ich habe meine Tomaten anscheinend für nichts rein. Äh. Ja, das sind. Du, wärst du jetzt mal besser ruhig geblieben, ne? Warum? Ganz einfach. Bei mir ist gerade die Katwan-App angegangen. Okay. Und sagt Tornado und Anmarsch, Kai wird weggepustet. Die Burg wird jetzt weggepustet. Schwerste Gewitter und Hagel. Ah, toll. So wie bei Rio Mhm. gestern, wo es das Dach zerhauen hat. Er hat sich Nein. auch gefreut. Ja, Rio hat festgestellt, bei ihr regnet es in der Scheune durch. Ah, verdammt. Hagel gehabt. Haben auch unangekündigt, ne? Die haben überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, stopp. Kann hier bei mir auch passieren, weil ich habe nämlich verschwindelt. Am Haus und auf dem Haus. Mhm. Das kann. Sag ich ja. Das ist. Aber meine Tomatensetzlinge habe ich trotzdem mal reingeholt, weil das muss ja nicht sein, dass meine kleinen Tomatis. Meine Himbeeren sind zum Glück. Das Hühnerstall-Dächlein drüber. Hast du auch Bock? Gar nicht. Nee, ich habe nur meine Hunde. Katzen. Also, eher würde ich auch gar nicht schaffen, das. So, die Eier für die Katzen und die Hühner für die Hunde. Mhm. Ah ja. Nee, das Das würde beschreibt so. deinen Hunden, ist es bei dir gerade auch zu warm unten. Ja, die Hunde sind alle unten. Wie gesagt, ich habe ja jetzt so eine Kindersicherung an meiner Treppe, damit die ja alles noch wärmer wird. Meine Außenmauer steht fast. Wir haben das fast fertig. Ey. Da kann ich keine Erde mehr sehen. Ja, Auch jeden nicht. Fall Dann könnt ihr mit Okay, rotem wir sind Sandstein weg. weitermachen. Lalalala. Okay, einmal den Erdblock entsorgen. Husch. Tanne weg.
So, Kaffee trinken. Prost. Prost. Ich habe keine Tasse. Warte mal, ich dubliere dir mal. Oh, jetzt habe ich Du, du, 64. du blisierst. So wie bei Henry die Bote. Wie viele Tassen hättest du gerne? Huch, Sag mal, Tassenregen. Reichen die? Dann gehen wir mal rüber, setzen uns gemütlich hin und schauen mal eine Weile zu. Es hat dort gehübelt wie aus Eimern. Ja, das stimmt allerdings. Ne, wie gesagt, ich hoffe mal nicht. Also von mir aus kann es Regen runterkommen, weil das ja unseren Grundwasserspiegel immer einhält. Ihr wisst ja, wir haben ja hier im Siegerland Waldsterben gehabt. Es ist sehr, sehr, sehr viel abgeholzt worden. Also die Berge sind ja auch ziemlich kahl durch den Borkenkäfer. Und das ist halt, wie gesagt, wenn die Bäume trocken werden, regnet, dann verlieren die Tannen quasi an Widerstand und Immunsystem und sind dann anfälliger für solche Dinge. Und das wäre natürlich schade, wenn das hier weiter so geht. Weil ich bin stolz, meine Tannen leben hier alle noch in meinem Garten. Weil ich habe ja so ein Wald hier auf dem. Ja, die sind alle noch okay. Der Einzige, der so ein bisschen schwächelt, war der Ahorn, aber der hat sich auch. Ja, nachher. Allerdings, wie gesagt, ist es ja auch immer ein bisschen anders. Im Wald ist ja keiner da, der dann kranke Äste wegschneidet, ne? Merkt. So, okay, ich werde mir mal eine Bank hier. So, Kaffee hinsetzen. Dann, hey, gut, warte mal. Ähm, warte mal. Das kann man. Und dann da mal einen Kaffee trinken. So, jetzt passt. Jetzt kann man Kai gemütlich beim Bauen zu gucken. Ah, Sonnenschirm, das passt. Immer, immer diese Schwitzer. Die müssen es auch immer übertreiben. Ja, wieso? Er hat gerade mal. Moment. Ähm, Hier fehlt noch eine Palme. Du liegst noch halb auf der Bank. Wie war der Command fürs Wetter? Für Regen? Also Beto, Tanto oder so. Oder Wayne. So, okay, es sieht komisch aus. Er wollte ja unbedingt Wetter haben. Toll. Es liegt ja überall Schnee. Bist du sicher, dass du immer noch keine Sonne haben möchtest, sondern Wetter haben möchtest? Ich habe nie behauptet, das haben möchte. Ich habe einfach nur gefragt, wie der Command da ist. Ja. Ah. Jetzt liegst du übrigens sehr elegant halb überm Block. Guck mal. Musi kann schweben. Das ist wie die schwebende Jungfrau, nur dass er keine mehr Ja, ist. Jetzt, wenn ich einen Mal bitte Ring jemand, nehme, dann kann ich den da so rumziehen. könnte mal bitte jemand den Schnee wieder ausschalten, danke. Ja, wieso? Die Sonne scheint doch schon längst. bei mir sieht es einfach aus, als ob mein Geist über mir schwebt. Ja, aber das sei sehr, sehr witzig. Weil, warte mal, wenn du liegen willst, dann musst du, glaube ich, auf dem Block hier. Jetzt liegst du auch ein wenig. Okay, es geht ab wegen der Ja, Treppe das ist, nicht. weil du wenn du die Treppe anklickst, dann geht das nicht, dann bist du einen halben Block höher. Wenn du hier liegst, dann bist du halt quasi mit den Füßen in der Luft.
Moment, vielleicht kann man das ändern. Okay, ja, oder machen wir einfach so oder so. Aber ich habe ja meinen Sitz. Oh, ich habe eine Tischdecke bekommen. Guck mal, aus Oh Schnee. ja. Hübsch. So, okay. Kai, hallo? Ja, Wo steckst ja, du? Müssen andere wir jetzt Seite. umziehen? Ich bin auf der anderen Seite jetzt gerade im Moment. Ja, das ist ein merkwürdiger. Aber so ist auch schön. Ja, hübsch. Ja. Nee, es wird, es Es wird. Also erinnert man mich erkennt es irgendwie. schon. Man fängt es an, jetzt zu erkennen. Weil das ist wirklich eine Herausforderung ohne Ende, weil man muss sehr aufpassen, weil das Ding ist echt kompakt von seiner Art. Ja, Und das hätte ich der nie gedacht. Turm, wie gesagt, ähm, es ist im Grunde genommen etwas ähnlich, sag mal so, ja, eine Wartburg nicht. Eine Wehrburg, würde ich eher dazu sagen, weil die ist sehr Sag ich nur, kompakt und festungsmäßig. sie wurde ursprünglich als Wehrburg gebaut, wurde aber dann nur noch als Zierburg genutzt. Aber das, Also wie das ist gesagt, schon, das ist halt ein Gebäude, was über Epochen sich immer weiter verändert hat. Also was ja bei vielen, witzigerweise, Renaissance heißt ja auch nichts wieder aufgreifen von etwas, wiederverwenden. Ja, ja, Recycling. Im Grunde genommen ist Renaissance nichts anderes als Recycling. Man nehme ein altes Recycling. Gebäude, ja, man nehme ein altes Gebäude, baue es entweder weiter in dem Stil der heutigen Zeit, ja, oder man kopiert alte Dinge in neue Gebäude rein. Also mehr ist das. Das hört sich so schön französisch an. Und deswegen hört sich so gut an. Ist es Recycling. Recycling, Recycling, Recycling. Genau. Das Recyclingzeitalter. Aber leider, wie gesagt, und Barock und Gotik war dann halt doch eigentlich die Richtung. Dann so selbstständig entwickelt haben und die Renaissance hat dann halt alles miteinander verbunden, Nein. also Mittelalter, den Barock und die Gotik, das heißt Rundbauten, Spitzbögen und ja. Wer keine Ahnung hat, in welcher Epoche wir sind, guckt euch einfach den Kölner Dom an. Dann seht ihr genau die Epochen, in der wir jetzt gerade hier sind, weil der Kölner Dom Tatsache das Hauptsymbol eigentlich der Renaissance ist. Hm, ja. Warum steht er hier nirgends? Weil ich nicht des Wahnsinn bin. Hab, Sicher? ja, ich habe Mini-Chatre gebaut. Das muss reichen. Das ist die Miniatur. Nein. Nee, So also mit wir deinem hatten Keller am drin sieht das gar Anfang, nicht so schlecht aus, meine Burg. ja, ich finde die sehr, sehr schön. Also Ich ich hätte, habe also, immer überlegt, das, was wir auf jeden Fall irgendwann mal machen werden, ist, dass wir einfach mal gucken, wie das ausschaut, wenn wir einfach mal ein Texture packen. Einfach die Deck mit einem. Ja, so rein. Da stechen hier gerade die Mücken. Ich sehe aus wie ein Streuselpusteln. Mann, und das juckt. Quartett. Oh, ist das da? Vor dem Gewitter kommen dann immer die Mücken hier. Ich hab doch eine Mückenstichallergie. Aus wie Beulenpest. Na gut, auf jeden Fall, wie gesagt, mit einem schönen Texture Pack im Grunde genommen uns das hier alles dann mal angucken. Bin gespannt. Bin dann sehr, 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 sehr gespannt. Es kann natürlich auch anders sehen, aber Wusi hatte Ja, das, Wusi, du hattest das doch mal ausprobiert mit dem Texture Ja. Pack. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig. Gewisse Sachen, zum Beispiel deine Statue in deiner Kirche sah wirklich hässlich aus. Ja, Da, ja, ja, also, das Bubu und das, der Fuchs. Also solche Sachen darf man da nicht beachten. Es geht ja hauptsächlich dann um die Häuser. ja, Also das sind ja immer so kleine Gag-Sachen, die da drin sind. stimmt. Also Stine ist ja mittlerweile auch schon
ihrer Kirche gelandet, also mit dem Konterfei. Also Padma steht bei der Abtei rum mit Banane, mit Schokobanane und Schokoapfel. Also, sorry Leute, also das sind Dinge, die dürfen wir jetzt nicht beachten. Also es geht ja bei dem Texture Pack hauptsächlich um gebauten Sachen, Ja. Häuser. Im Taj Mahal gibt's Kuchen. Aber wenn sowas am besten aussehen würde, würde am besten sein, wenn man in einer Epoche von Null an Ja. mit einem Texture Pack baut, dann sieht das am besten aus, finde ich. Aber dann muss das Texture Pack, also das Und letzte. hallo, liebe Ria. Schön, dass du bei Twitch noch vorbeischaust. Du liegst bestimmt wieder gemütlich auf deinem Bettchen. Schaust zu. Wie gesagt, ich wünsche dir eine gute Nacht, falls du einschlafen solltest. Wie gesagt, wir machen heute halt zu dritt einen ganz chilligen und ihr seht, wir sitzen hier rum und quatschen ein bisschen. Das muss auch mal Moment, sein. Moment. Ihr zwei sitzt da rum Wir und quatscht. Ich zwei bin am sitzen, Bauen. genau, wir zwei sitzen rum nach getaner Arbeit, erholen uns bei einer Tasse Kaffee und Kai arbeitet. So gehört sich das. Wie immer, ne? Wusi und ich sind auf Abenteuer, Kai sortiert. Ja, das leidige Los eines Kai. Der Ja, Lakai. ja. Kommt das nicht von Lakai? Naja, wenn ich aber überlege, dass Kai aus dem Altgermanischen kommt und der Gefürchtete heißt. Ich dachte, es kommt von Lakai. Da habe ich was verwechselt. Der Gefürchtete. Oh Mann, haben wir Angst. Warte mal, wenn es wieder Bumm macht bei dir. Das reicht schon das Zischen in meinem Haus immer. Und das erste Mal, als ich das gehört hatte, so ein bisschen jetzt da springe ich hier irgendwo ein Loch rein. Ich trinke den Kaffee. Guck mal, ich habe 56 Kaffeetassen hier. Ja, Kaffee? Ja. Ach, das ist mein Schuh, der da in der Tasse drin ist. Ist dir lecker. Ein Schuh in der Tasse. Ja, ja, das sah gerade merkwürdig aus, als wenn da irgendwie so Milch drin ist in der. Weil ich halte die so nach unten. Das sieht aus, als wenn da Milch in meiner Tasse drin ist. Dann schwankt die aber so hin und her. Dadurch habe ich gesehen, dass das ja mein Schuh ist, weil ich sitze. Wir haben auf jeden Fall genügend Kaffee da. 56 Tassen haben. Kann der Kai sich auch noch mit trinken mit Kaffee. So mit Kaffee, ich ja kein Kaffee trinken. Meinst du, geht die Kaffeemaschine bei Christine noch? Nee, die hat irgendein. Ja. Also, Okay, schade. soweit ich mitgekriegt habe, hat, also, heißt, ich glaube, wir sind unsichtbar. So, guck mal, ich habe jetzt extra für jeden eine Kaffeetasse hier hingestellt. So, halt. So. Guck mal, das ist richtig gemütlich bei dir hier. Ich sehe nichts. Du siehst nichts, bist du auch unsichtbar? Nee, aber ihr. Ach Ich so, nicht. Gibt eine Treppe. ich eigentlich auch nicht. Ja. So, jetzt sitzen wir hier ganz gemütlich, weil es ist sowieso schon 10:30 und ganz ehrlich gesagt, wie gesagt, und wer fährt jetzt Mutimo? Wenn ich ehrlich bin, habe ich. Nein, wir drei und Trio werden am Mittwoch, wie gesagt, zusammen, wie gesagt, Steampunk, eine neue Welt beginnen. Das wird mega lustig. Also, ihr kennt meine drei Pappenheimer. Also, da bleibt kein Auge trocken, wenn man mit denen unterwegs ist. Das ist immer lustig. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, morgen Abend sind wir wieder ein paar mehr, weil wir müssen ja mit der Epoche hier fertig werden. Warte, kleines.
Guck mal, guck mal in die Kamera, Kai. Welche Kamera? Ja, ja, in die Richtung, wo wir gucken. Da. Ja, genau. Cheese. Käse. Käse. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, die Kamera steht so vorne, so schräg, weißt du, so. Ok. Oh Gott. Eieiei, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. So, auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir morgen Abend wieder mehr Leute, weil wir müssen ja, wie gesagt, mit der Epoche fertig werden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil wir wollen ja in die Sommerpause und statt der Sommer, also wenn die Sommerpause da eintritt, dann wird auf jeden Fall montags und Samstag kein Stream sein, weil die beiden Tage möchte ich für mich haben dann, weil das ganze Jahr über von Sommerferien zu Sommerferien bin ich ja nur am Stream und wir haben zwischendurch eigentlich immer nur eine Epochenpause von einer Woche oder so. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, bringt mich nicht immer als Konzept hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, Dienstags und Donnerstags gibt es immer Sweat Pixel. Da sind die auch halt alle dabei und ja. Und viele Dinge werde ich im Hintergrund dann vorbereiten, weil wir gehen ja auf den Herbst zu, gehen auf unser zweijähriges Jubiläum, das will ja auch vorbereitet sein. Ne? Ja, Momentum. Ja, da gibt es eine ganz besondere Epoche. Ich hoffe, die kriegen wir noch fertig. Aber die sind beide ganz eifrig dran und Kännchen hilft auch bei und Fatma hilft auch mit. Das wird schon, dass das passend dann fertig ist und ja, was gibt's sonst noch? Ansonsten arbeite ich im Hintergrund an unserem Merch und wie gesagt, der Community Server ist ja auch noch da. Da kümmert sich momentan Kirito gerade um die letzte Fehlerbeseitigung und dann wird das Ding umziehen und dann machen wir natürlich gemeinsam Halligalli und machen den Nether auf. Und dann wird es auch bald zum Drachenklatschen gehen. Sobald er den Nether quasi durch habt. Ich drück's jetzt mal vorsichtig. Ihr wisst ja, ich, Bubu, nix normal, ne? Da kommen immer ein paar andere Dinge. So, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Kommt gut durch die Nacht. Ich weiß auch nicht, wie es Fußballspiel ausgegangen ist. Ich will es auch gar nicht wissen, weil mein Mann wird es mir garantiert gleich unter die Nase reiben. Oder mein Sohn. Ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall, wie gesagt, kommt gesund durch die Nacht. Lasst euch nicht wegschwemmen oder von irgendwelchen Blitzen erschlagen oder sonstige Dinge. Ja, hoffen wir, dass es eine einigermaßen, kann ja ruhig regnen, aber ruhige Nacht wird. Und wir sehen uns morgen um 20:30 Uhr. Vielen Dank an Kai, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ja, das war's. Ciao. Schlaft Tschüss. schön. Ciao, Ciao. ciao.